Hi, ich bin Marie. Herzlich willkommen zu meinem ersten Video. Ich nehme euch heute mit zu meinem Vintage-Shooting in Leipzig. Erstmal kurz zu mir. Ich bin Hochzeits- und Porträtfotografin aus Hamburg. Meine freien Projekte findet ihr unter Goldmarie Fotografie auf Instagram. Am liebsten fotografiere ich märchenhafte Vintage-Porträts. So beschreibe ich es am liebsten. Im März war ich mit Lisa von Küstenmädchen Fotografie in Leipzig unterwegs. Eigentlich anlässlich der Buchmesse. Die wurde ja nun leider abgesagt wegen Corona. Wir haben uns aber entschlossen, trotzdem zu fahren, denn erstens war die Ferienwohnung sowieso gebucht. Zweitens, wir haben uns noch nie Leipzig angeschaut. Ich war schon über 10 Mal auf der Buchmesse in Leipzig. Ich kenne das Messegelände in- und auswendig, aber die Stadt habe ich mir nie angeschaut. Große Empfehlung, schaut euch unbedingt Leipzig an. Trotzdem gab es noch einen etwas wichtigeren Grund. Wir hatten ein wunderschönes Shooting mit der lieben Victoria geplant. Und die Chance konnten wir uns auf gar keinen Fall entgehen lassen. Lisa hat mir im Januar Victorias Instagram-Feed gezeigt und ich war echt hin und weg. Es sind so wunderschöne Fotos. Wir haben sie einfach mal auf gut Glück angeschrieben, ob sie Zeit und Lust hat, während der Buchmesse mit uns zu shooten. Und haben uns riesig gefreut, als eine positive Rückmeldung kam. Anlässlich der Buchmesse, auch wenn die ausgefallen ist, war unser Shooting-Thema, wer hätte es gedacht, Bücher. Es gab ja mal eine Zeit, da war es für Frauen nicht so schicklich, viel und gern zu lesen. Außer der Bibel natürlich. Es würde ihrem Verstand nicht gut tun und sie käme auf komische Ideen, wie zum Beispiel Wahlrecht für Frauen und Gleichberechtigung und sowas. Und überhaupt, warum muss eine Frau lesen können, wenn sie doch genauso gut eine gute Hausfrau, Ehefrau und Mutter sein könnte? Ich wäre gnadenlos untergegangen in der Zeit. Zum Glück gab es da ein paar Damen, die da nicht länger mitgespielt haben und denen wir unsere heutigen Rechte und Freiheiten zu verdanken haben. Genau diese Frauen haben wir uns als Inspiration genommen. Wie das Shooting aussah und was dabei herausgekommen ist, das seht ihr jetzt. Los geht's! Unsere erste Station war der Naschmarkt, wo auch das Goethe-Denkmal steht. Hier durfte ich als Erste shooten und hatte eine mega große Auswahl an wunderschönen Shooting-Spots. Obwohl es zu dem Zeitpunkt noch keine Ausgangssperre gab, waren kaum Menschen unterwegs, was für uns natürlich nicht schlecht war. Leider waren aber auch die meisten Cafés geschlossen. Ich hätte Victoria so gerne bei einem Café in ihrem Buch lesen lassen. Glücklicherweise standen aber noch die Stühle und Tische draußen, die wir dann einfach trotzdem benutzt haben. Und ich liebe das Ergebnis. Genau das, was ich im Kopf hatte. Das Bild einer cleveren, fortschrittlichen und ein bisschen rebellischen jungen Frau. Victorias Posing und Blick sind einfach perfekt. Wenn ich ein Shooting plane, lege ich dafür eigentlich immer ein Moodboard auf Pinterest an. Das kann ich dem Model dann nämlich auch rüberschicken. Das hilft enorm zu klären, ob meine Wünsche und Ideen und die des Models überhaupt zusammenpassen. Und man kann sich dadurch vor Enttäuschungen oder auch unangenehmen Situationen bewahren. Gerade wenn man nicht die Möglichkeit hat, ein Shooting einfach zu wiederholen, ist so ein Interessensabgleich Gold wert. Kleiner Bonus: Wenn einem während des Shootings mal die Ideen ausgehen, hat man gleich einen Spickzettel. Man muss ja nicht Pose für Pose alles nachstellen. Mir reicht es meist schon, einen neuen Ansatz zu haben. Ab da mache ich dann meistens mein eigenes Ding draus. Aber wenn ihr gerade erst mit dem Fotografieren begonnen habt oder etwas Neues ausprobieren wollt, ist Nachahmen eine super Möglichkeit, um dazu zu lernen. Ich bin mir sicher, jeder Fotograf hat mal so angefangen. Beginnt jemand, der Gitarre lernt, gleich mit dem Komponieren eigener Lieder? Oder sucht er sich erstmal die Noten von Wonderwall raus? Es ist also keine Schande, von seinem Lieblingskünstler zu lernen. Aber zurück zum Shooting. Das Outfit stammt übrigens nicht wie bei den meisten meiner Shootings aus meinem Fundus, sondern aus Victorias Kleiderschrank. Ja, ich bin auch neidisch. Was ich aber besonders toll finde, ist, dass sie sich auch in ihrem Alltag so kleidet und stylt. Einfach nur mega schön. Wir hatten gegen Mittag angefangen, draußen zu shooten. Da war der Himmel noch komplett bedeckt. Das passte aber super in meinen Plan und zur Location. Hier gab es nämlich viele Möglichkeiten, sehr kontrastreich zu arbeiten, wodurch, finde ich, oft besonders intensive Porträts entstehen.
stand ich zum Beispiel im Gang und habe in Richtung Licht fotografiert. Dadurch ist hauptsächlich die Silhouette von Victoria zu sehen, die vom hereinfallenden Licht hinter ihr umrandet wird. Das macht das Foto schön düster und ein wenig geheimnisvoll. Während eines Shootings finde ich es super wichtig, sich auch viel mit dem Model auszutauschen. Ich glaube, nichts verunsichert mehr, als wenn man als Model alles gibt und vom Fotografen keine Reaktion bekommt. Läuft es gut? Läuft es schlecht? Wer weiß. Ich wäre wahrscheinlich total gefrustet und würde mit keinem guten Gefühl nach Hause gehen. Deshalb achte ich immer darauf, zu sagen, was mir gerade gefällt und dem Model zu erklären, welche Stimmung ich erzeugen möchte. Das funktioniert meistens am besten, indem ich beschreibe, welche Szene ich im Kopf habe. Das muss gar nichts Großes sein. Victoria habe ich beispielsweise in etwa so eine Beschreibung gegeben. Stell dir vor, du bist eine vornehme junge Frau zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Du hast gelernt, wie man sich als Dame benimmt und deine Mutter drängt dich, endlich einen reichen, angesehenen Ehemann zu finden. Doch stattdessen nutzt du jede Gelegenheit, um tief in deinen aktuellen Lieblingsroman zu versinken, selbst in der Öffentlichkeit. Wenn du von deinem Buch aufschaust, siehst du die Blicke und das Kopfschütteln der Menschen, die an dir vorbeigehen. Aber es ist dir egal, denn du weißt, dass eine Veränderung kommen wird, von der die meisten hier nichts ahnen. Dass diese verstaubten Regeln bald nicht mehr gelten. Und darauf freust du dich. Ich finde, das hat Victoria richtig gut umgesetzt. Zum Schluss kam sogar noch mal die Sonne raus. Das habe ich sofort genutzt, denn ich liebe Fotos bei Sonnenschein. Außerdem hatte ich so die Gelegenheit, zweimal an meinem Lieblingsspot zu shooten und trotzdem zwei von der Stimmung her völlig unterschiedliche Fotos herauszubekommen. Das erste Mal bei dichter Wolkendecke und das zweite Mal bei Sonnenschein. Obwohl der Winkel und Victorias Pose sehr ähnlich sind, erzeugen die Lichtverhältnisse einfach völlig unterschiedliche Stimmungen. Hier seht ihr beide nochmal im Vergleich. Welches gefällt euch besser? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Als nächstes war Lisa an der Reihe. Bei gemeinsamen Shootings wechseln wir uns immer ab, damit wir uns nicht gegenseitig in die Quere kommen und damit jeder seine eigenen Ideen umsetzen kann. Lisa hat vor der alten Börse mit Bewegungsfotos begonnen. Wenn genug Zeit ist, mache ich das auch so gut wie immer. Ich liebe die Natürlichkeit und Leichtigkeit der Fotos, die daraus entstehen. Außerdem lasse ich mich gern ein wenig von den Ergebnissen überraschen. Man hat dann als Fotograf zwar immer die Qual der Wahl und braucht eine Ewigkeit zum Aussortieren, aber das Ergebnis ist es immer wert. Auf dem Naschmarkt sind uns außerdem die vielen schönen Laternenpfähle aufgefallen, die Lisa erneut für Bewegungsfotos genutzt hat. Wir mussten dabei beide an Belle aus Die Schöne und das Biest denken, auch wenn wir uns nicht wirklich sicher sind, ob so eine Szene wirklich in einem der Filme vorkam. Das ist aber auch egal, denn das Ergebnis zählt und mir gefällt es richtig gut. Anschließend sind wir zum Marktplatz rübergewandert. Dort gab es eine Buchhandlung mit einem schönen großen Fenster. Wie gemacht für ein weiteres schönes Porträt. Abschließend hat Lisa mehrere Fotos vor der Steinfassade der U-Bahn-Station gemacht. Ja, es müssen nicht immer die ganz extravaganten Shootingplätze sein. Vor allem, wenn man möchte, dass der Betrachter sich ganz auf das Model fokussiert. Da lenken unruhige und zu detaillierte Hintergründe manchmal eher ab. Außerdem, finde ich, wirkt es in diesem Setting so, als hätte sich Victoria in einer ruhigen Ecke des Marktplatzes niedergelassen, um sich voll und ganz in ihr Buch zu vertiefen.
Diese Fotos erinnern mich an jedes Mal, wenn ich beispielsweise in der U-Bahn sitze und ein gutes Buch lese. Wenn ich total darin gefangen bin, weil gerade die aufregendsten Dinge passieren. Dann schaue ich auf, sehe die Menschen um mich herum und weiß, dass sie keine Ahnung haben, was für spannende Sachen ich gerade erlebt habe. Nicht wirklich, aber ihr wisst schon. Es ist so ein seltsames Gefühl, aus einer guten Geschichte rausgerissen zu werden. Bücher sind einfach etwas Wundervolles und ich bin immer so glücklich, wenn ich mal wieder eins gefunden habe, das mich wirklich fesselt. Das war's auch schon mit unserem Shooting in Leipzig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, konntet euch inspirieren lassen und habt vielleicht sogar was dazugelernt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Das würde mich mega freuen. Und wenn ihr kein zukünftiges Video verpassen wollt, abonniert meinen Kanal und schlagt auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal.